In diesen verrückten Zeiten versuchen immer mehr Menschen, sich neu auszurichten. Warum ist es wichtig, in diesem Zusammenhang deiner Seelenaufgabe zu folgen? Welche Wege kannst du beschreiten, um das zu erreichen? Und woran merkst du, dass du auf deiner Spur bist? Wenn ich mit anderen Menschen spreche, dann stelle ich fest, dass es so 2 Lager gibt. Den einen kann der Aufstieg von 3D nach 5D gar nicht rasch genug gehen und mögen doch alle Veränderungen, die dazu erforderlich sind, möglichst schnell stattfinden. Und die anderen, die wehren sich noch ein bisschen dagegen und sagen: „Ach, kann nicht alles wieder in geordnete Bahnen kommen, sodass man heute weiß, was morgen sein wird?“ Ehrlich gesagt, ich gehöre eher zu den Ungeduldigen, denen es gar nicht schnell genug gehen kann. Warum ist es wichtig, deine Seelenaufgabe, deinen Seelenplan zu kennen, wenn du den Aufstieg gut bewältigen möchtest? Die Energien aus dem Kosmos, die uns alle gleichermaßen erreichen, bewirken etwas für den Reinigungsprozess unserer schönen Erde, was wir in Form von diversen Naturkatastrophen feststellen können. Und uns Menschen und vor allen Dingen denen, die etwas sensiblerer Natur sind, zeigen sie sich in den sogenannten Aufstiegssymptomen. Fakt ist, und das stellt auch die Wissenschaft fest, die Schwingungen erhöhen sich, die Energien erhöhen sich, mit der Erde passiert etwas. Nach meinem Erkenntnisstand, und dem kannst du folgen oder eben auch nicht, hat das etwas mit den ganz natürlichen Wandlungsprozessen alles Natürlichen, alles Lebendigen zu tun. Und die Erde ist, und das merke ich vor allen Dingen in Meditationen, für mich wie ein lebendiger, atmender Organismus. Einatmen und ausatmen. Und das zeigt sich eben in den Naturphänomenen, dass uns das häufig zu schaffen macht, die wir hier in dieser Natur durch unsere Körperlichkeit leben, ist mal klar wie Kloßbrühe. Da dürfen wir einfach durch. Wie können wir das am leichtesten? Wir schaffen das am leichtesten, indem wir in unsere Mitte kommen, in unseren inneren Frieden kommen. Dann sind wir sozusagen im Auge des Hurricane. Und im Auge des Hurricane, der da stattfindet, ist es ruhig. Wie kommen wir dahin? Indem wir, und das ist meine Erkenntnis, unserer Seelenaufgabe folgen, unseren Seelenplan kennen, unsere wahre Essenz leben. Und dazu gibt es diverse Wege. Lass uns jetzt zur zweiten Frage kommen. Welche Wege kannst du beschreiten, um an deine Seelenaufgabe, deinen Seelenplan heranzukommen und demzufolge deinen Seelenweg zu gehen? Wer eine Weile schon meinem Kanal folgt, ahnt schon, was jetzt kommt. Bei mir ist die Nummer 1 Meditieren. Das mache ich schon seit ganz vielen Jahren, seit über 20 Jahren und regelmäßig seit ungefähr 10 Jahren. Jeden Tag heißt bei mir regelmäßig. Und mein Kontakt zur geistigen Welt, der ist nahezu ununterbrochen da. Also meditieren. Dazu gibt es am Ende dieses Videos Verlinkungen zu weiteren Videos auf diesem Kanal, wo du mehr zum Thema dir anschauen kannst. Eine zweite Möglichkeit, die ich auch ganz, ganz oft nutze, ja, viele bezeichnen es als Journaling, ich nenne es intuitives Schreiben. Ich begebe mich an einen Ort der Ruhe, also so ähnlich wie beim Meditieren,
Nehme mir Stift und Papier vor, stelle eine Frage, schließe dann die Augen und schreibe mit geschlossenen Augen. Diese geschlossenen Augen verhindern, nach meiner Erfahrung, dass ich abgelenkt bin durch tausend Dinge, die im Außen vielleicht doch sind, und sei es der Vogel, der am Fenster vorbeifliegt oder ähnliches. Also blindes Schreiben, Augen zu, wie das hinterher aussieht, ist völlig wurscht. Du wirst merken, zu Anfang, da ist der Verstand noch mit dabei, da denkst du noch und schreibst dann auf, aber je länger du schreibst, nimm dir einen Zeitraum von 10, 15 Minuten, stell dir gegebenenfalls auch einen Kurzzeitwecker und dann geht's los, weil je länger du schreibst, desto flüssiger wird es und die Sprache wird manchmal auch etwas eigenartig, weil da dein Unterbewusstes spricht, weil auch deine Verbindung zum höheren Selbst spricht durch deine Hand. Und wenn die Zeit um ist, dann schaust du dir das an und gehst tief in dich. Du denkst einfach darüber nach. Das ist ein weiterer Weg. Noch ein guter Weg ist, und das wird dich nicht wundern, ein aussagefähiges persönliches Geburtshoroskop von einem versierten Astrologen, einer versierten Astrologin. Und ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass es vollkommen gleichgültig ist, ob ich in mein Geburtshoroskop, was dem westlichen System beruht, schaue oder auf das Horoskop, was der vedischen Astrologie entspricht, ein indianisches hernehme. Es kommt immer im Wesentlichen dasselbe dabei heraus. Du siehst ganz glasklar, wo deine Präferenzen sind, wo deine Anlagen sind und was demzufolge auch auf deinem Weg ist, dem du folgen darfst. Eine weitere Möglichkeit ist, und auch die habe ich schon mehrfach genutzt, am besten bei einem indischen Handleser, der sich sowohl meine rechte als auch meine linke Hand hergenommen hat, wobei nach seiner Aussage die rechte Hand eher dem entspricht, was ich bisher aus meinem Leben gemacht habe, was ich schon umgesetzt habe, und die linke Hand mehr den Anlagen, die ich von Geburt aus habe. Und daraus hat er Verschiedenes abgeleitet, was für meine Aufgabe, meine Seelenaufgabe wichtig ist. Und wen verwundert es? Es gibt ganz viele Schnittmengen mit dem, was mein Geburtshoroskop ausdrückt. Und ich habe mir auch zum Thema Handlesen ein Buch besorgt und das ist jetzt keine Werbung und ich werde es auch nicht verlinken. Du kannst direkt danach googeln und entweder dieses Buch, was es momentan nur entweder als Kindle E-Book oder antiquarisch noch gibt, aber es gibt auch andere Bücher zum Thema. Und zwar, Moment, hier, von Alice Funk, Handlesen, The Easy Way. Da wird das ganz genau beschrieben, auch mit Abdrücken von Händen. Und wenn du deine Hände dir hernimmst, dann erkennst du ganz, ganz vieles. Auch C.G. Jung hat gesagt, dass die Hände, die Physiognomie und manch anderes Körperliche ganz eng im Zusammenhang steht mit unserem Seelenausdruck, mit unserer Seelenessenz. Und zu guter Letzt die dritte Frage. Woran merkst du, dass du in deiner Seelenspur auf deinem Seelenweg bist? Ganz einfach. Die Dinge gehen einfach. Du bist im Frieden mit dir. Du bist in deiner Mitte. Du merkst immer öfter Augenblicke des Flows, um es mal so zu bezeichnen, und strahlst das Ganze auch nach außen
aus. Du lässt dich auch nicht mehr so leicht durch Dinge, die von außen kommen, verunsichern. Das heißt, du wirst irgendwie durch deine Authentizität zum Vorbild in Sachen Authentizität für dein näheres und ferneres Umfeld und trägst damit enorm zum Aufstiegsprozess, nicht nur für dich, sondern auch für unsere Erde als Ganzes bei. Denn wir sind ein Menschheitskollektiv. Ich drücke es mal so aus. Und was ich immer wieder als Botschaft aus der geistigen Welt höre, ist, finde deinen Tribe, finde deine Community. Und die findest du am besten über dein Schwingungsmuster. Jeder hat ein ganz individuelles Schwingungsmuster. Du weißt es vielleicht, vor allen Dingen in Sachen Beziehung und Partnerschaft. Wenn du jemanden nicht riechen kannst, kommt er für eine Partnerschaft gar nicht in Frage. Und der Geruch eines Menschen hat auch etwas mit seinem Schwingungslevel zu tun. Ich hoffe, dieses Video inspiriert dich. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Finden deiner Seelenaufgabe und beim Verfolgen deines Seelenweges. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast oder Video sag ich Tschüss.